Fertige Multifunktionswerkbank mit Werkzeugschrank. Hier in der Planungsphase mit Autodesk Inventor. Jedes Teil wird millimetergenau erfasst. Es können einzelne Komponenten, hier der Schubkasten, auch in festgelegten Grenzen bewegt werden. Der Unterschrank in der Zeichnungsdarstellung. Hier ein einzelner Schubkasten. Für jedes zu fertigende Teil wird solch eine Zeichnung erstellt. Die genauen Maße der beliebten Incra T-Nut-Schiene. Der Bau beginnt. Zunächst werden die Zagen auf die 30 mm starke Siebdruckplatte mit Purleim geleimt. Lamellos geben die nötige Stabilität. Ohne diese Zagenkonstruktion würde die Tischplatte schon aufgrund ihres Eigengewichtes durchhängen. Mithilfe der Lamellos können die Teile sehr präzise zusammengesetzt und verleimt werden. Alles passt perfekt zusammen. Es kommt eine Flachdübelfräse von Dewald zum Einsatz, mit der ich beste Erfahrungen gemacht habe. Wichtig ist, dass die Zagen genau im rechten Winkel zur Tischplatte verleimt werden. In die vordere Seitenzage wird eine Lochreihe gebohrt. Hier mit einem 19 mm Farmark Kunstbohrer. Dieser verträgt auch höhere Drehzahlen, da aufgrund der Bauweise nicht so viel Reibungswärme entsteht. Es können absolut saubere und ausrissfreie Bohrungen gesetzt werden. Der Bohrständer von Wabeco im Einsatz. Mittels einer MDF-Schablone und einem Bündigfräser wird die Aussparung für die Aluplatte der Tischfräse gefräst. Fertig eingelassene Platte der Firma Incra, an der die Oberfräse von unten befestigt wird. Alles muss absolut plan sein, damit man beim Fräsen an keinen überstehenden Kanten hängen bleibt. Die Frästiefe kann komfortabel von oben eingestellt werden. Fräser lassen sich ebenfalls problemlos von oben wechseln. Für den Queranschlag, ebenfalls von der Firma Incra, muss eine T-Nut-Schiene in die Tischplatte eingelassen werden. Dazu fräst man mit der Oberfräse eine passende Nut. Der Queranschlag lässt sich absolut spielfrei in der Nut bewegen. Im Folgenden wird die Tischplatte mit einem Raster aus 19 mm Bohrungen versehen, um Bankhaken, spezielle Zwingen und anderes Equipment nutzen zu können. Damit die Löcher genau im gleichen Abstand gebohrt werden können, benötigt man eine Schablone, die an einem parallel zur Tischkante ausgerichteten Lineal entlang geführt wird. Hat man eine neue Bohrung gesetzt, steckt man einen Bankhaken in dieses Loch und nutzt diesen als einen neuen Anschlag für die Schablone. Die Löcher werden nur zum Teil mit einem 19 mm Nutfräser eingefräst, da das harte Material der Siebdruckplatte den Fräser stark belastet. Den Rest erledigt ein 19 mm Kunstbohrer und der Akkuschrauber. Es dauert einige Zeit, bis alle Löcher gebohrt sind. Fertig gebohrtes Lochraster. Die Anschlagbretter und der Schienenhalter für die Festool-Führungsschiene sind ebenfalls schon fertig montiert. Die Führungsschiene wird absolut rechtwinklig ausgerichtet. So lassen sich sehr präzise Sägeschnitte mit der Kreissäge durchführen. Sehr zu empfehlen sind die Bankhaken und Spannelemente der Firma Veritas sowie die Spannzwingen von Sjöbergs, die allerdings auch einen stolzen Preis haben. Durch dieses Lochraster ergeben sich zahlreiche interessante Anwendungsmöglichkeiten. Nun fehlt noch der Parallelanschlag für die Tischfräse. Der Parallelanschlag wird mit Hilfe von Lamellos zusammengesetzt und mit Propellerleim von Bindam verleimt. Zum ersten Mal kommen die Spannelemente und das Lochraster zum Einsatz. Hier sieht man die Aussparung für die Absaugung. Der Anschlag wird mit zwei selbstgebauten Spannvorrichtungen in den Bankhakenlöchern befestigt. Mithilfe der eingefrästen Langlöcher kann der Anschlag genau ausgerichtet und fixiert werden. In die verstellbaren Anschlagbacken sind T-Nut-Schienen eingelassen. Hier passen die Federklemmen von Milescraft oder auch die Festool-Zwingen für die Führungsschiene. Mittels der aufgeklebten Skala aus Metall kann der Anschlag millimetergenau ausgerichtet werden. Die Klappe der Staubabsaugung kann nach oben geschwenkt werden. Die Oberfräse sollte genügend Leistung bieten, um auch größere Fräser, zum Beispiel Abplattfräser, betreiben zu können. Wichtig ist ein Sicherheitsschutzschalter.
Er bietet nicht nur Sicherheit, sondern ermöglicht auch das komfortable Ein- und Ausschalten der Maschine. Alles muss sehr genau gefertigt werden, damit man später auch präzise Sägearbeiten durchführen kann. Hier der selbstgebaute Anschlagreiter. Er lässt sich in einer T-Nut-Schiene, die am langen Anschlagsbrett befestigt ist, verschieben. So kann ein bestimmtes Maß millimetergenau eingestellt werden. Mit einem Scharnier lässt sich die Führungsschiene auf- und abklappen. Beim Zuschnitt für die Unterkonstruktion. 2 Führungsschienen lassen sich mit einem speziellen Verbindungsstück zu einer langen verbinden. Der Tisch ist fertig. Die Unterschränke bieten sehr viel Stauraum für Werkzeuge. Der Tisch hat ein enormes Gewicht, ist aber aufgrund der Rollen trotzdem mobil. Es ist schon einiges an Arbeitszeit und Material zu investieren, die Kosten sind aber deutlich geringer als eine kommerzielle Variante. Nun beginnt der Bau des Werkzeugschrankes. Die Lochreihe, System 32, wird in eine Mittelwand gebohrt. Da das Festool-System zum Bohren von Lochreihen extrem teuer ist, habe ich mir mit einer Eigenbaulösung beholfen. Man benötigt nur noch die Oberfräse und die gelochte Führungsschiene. Das Resultat ist genauso präzise wie mit der kommerziellen Variante. Hier sieht man die Spannzange, die nachträglich noch an die Stirnseite der Werkbank montiert wurde. Das Grundgerüst des Werkzeugschrankes wird genau ausgerichtet. Die 6 Schubkästen werden aus Leimholzresten hergestellt. Die Schubkastenfronten und die Griffe werden montiert. Fertig montierter Schrank. Hochwertige Scharniere vom Marktführer Hettich, Schubkastenrollenführungen ebenfalls von Hettich. Später wird noch eine Sockelleiste für den Schrank angefertigt. Das Einräumen kann beginnen.